Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar in diesem Video geht es darum, wie ihr am Titelbild wahrscheinlich schon gesehen habt, bauen wir uns einen kleinen Frästisch. Und zwar wird das für mich ein bisschen ein provisorischer Frästisch. Ich habe hier bis jetzt immer so ein Mini-Brett benutzt, aber das ist einmal zu klein und ist mir auch zu dick, weil der Fräser noch nicht komplett durchkommt. Deswegen mache ich es diesmal mit einer Siebdruckplatte, die ist 9 mm stark. Und die Besonderheit bei dem ist, dass ich die Oberfräse nicht mehr festschrauben brauche. Weil das hat mich immer ein bisschen gestört. Jedes Mal, wenn ich die rausnehmen musste, musste ich die losschrauben. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Deswegen mache ich es anders. Und das machen wir mit der Platte. Ich habe mir hier schon mal grob einen Strich angezeichnet. Der ist nicht ganz mittig. Der ist jetzt ein bisschen... Das wird hinterher die Hinterseite, das wird die Vorderseite. Da kommt aber, das wird die Flucht quasi von unserer Oberfräse sein. Und wir unterstützen dieses Brett jetzt noch ein bisschen. Dafür habe ich jetzt hier von meinem Holzbock-Projekt, das kann ich euch mal hier oben verlinken, habe ich noch ein Reststück Holz. Und das schneide ich mir jetzt erstmal hier auf Maß zurecht, und auf der anderen Seite kommen auch noch 2 Stützen dran und die schneiden wir uns zuerst mal. Also ich nehme jetzt den Balken einfach hier über die komplette Länge einmal, markiere mir den hier am Ende, gehe den einfach hier unten runter, da wird er einmal abgesägt und dann mache ich mir noch 2 Stücke, einmal für hier oben und einmal für hier unten. In der Mitte muss frei bleiben, weil ich das ja später seitlich einschieben möchte. Und wie das aber genau funktioniert, das seht ihr gleich noch. Ich schneide mir den Balken jetzt erstmal zurecht und dann machen wir weiter. Gut, jetzt haben wir uns die ersten Teile hier schon mal zurechtgesägt. Das kommt jetzt hier zur Unterstützung auf das Brett. Jetzt haben wir hier noch ein kürzeres und die kommen hier hin. Und hier haben wir jetzt offen, weil da wird später dann die Oberfräse reingeschoben. Und zwar habe ich jetzt hier diesen mitgelieferten Schlitten. Das könnte man natürlich jetzt auch einen Holzklotz bauen, wo diese Stangen reingehen. Ich nutze jetzt einfach den, weil ich den habe. Und zwar kommt der jetzt hier, kommt der dann hin. Und zwar wird er hier einfach reingesteckt. So. Wird genau auf Linie ausgerichtet. Dann kommt hier der Balken noch hin. Dann wird es genau gerade ausgerichtet. Dann befestige ich das hier mit den 2 Löchern. Da mache ich mir Abstandhalter, die genau die Entfernung haben. Und dann ist das schon mal fix. Dann kann ich das von der anderen Seite drauf schieben. Und dann richten wir das aus. Um diese Abstandshalter zu machen, habe ich jetzt hier eine Buchenstange. Die hat 20 mm im Durchmesser. Was ihr da für einen Durchmesser nehmt, ist eigentlich total egal. Von der Tiefe her haben wir jetzt 30 mm. Und das Blech hat 2 mm. Also ziehen wir die 2 mm ab, weil das kommt ja da drunter. Also brauchen wir jetzt 2 Stücke mit je 28 mm. Jetzt haben wir hier die kleinen Stücke, die sind jetzt 28 mm. Die haben wir jetzt abgeschnitten. Jetzt bohren wir da ein 6er Loch durch. So, jetzt haben wir die gebohrt. Ja, hier bin ich zwar ein bisschen, nicht ganz in die Mitte gekommen, aber solange die Bohrlöcher gerade sind, ist es eigentlich wurscht, ob wir in der Mitte sind oder nicht, weil das sind ja lediglich Abstandhalter. Jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall den Holzbalken, setzen den, also ich setze den genau ans Ende.
Der wird ja auch noch später das Brett ein bisschen mit unterstützen. Dann machen wir den fest. Fixieren den erstmal, dass der schön parallel am Ende liegt. Dann nehmen wir uns die Oberfräse. Und den Strich, den wir genommen haben, da richten wir jetzt die Oberfräse aus. Wie gesagt, wir haben ja hier die seitlichen Markierungen. Dass das Ding dann genau auf dem Strich ist. Ich möchte halt, dass es genau im 90 Grad Winkel zu dem Brett ist. Bevor wir das jetzt alles draufschrauben und die Löcher hier machen, möchte ich mir gerne hier noch eine Nut reinmachen für hinterher so einen Führungsanschlag. Da ich aber keinen T-Nut-Fräser habe, mache ich das anders. Und zwar habe ich hier eine M6er Schraube. Die hat einen Kopf, der ist 9,8 mm. Und ich habe einen 10 mm Fräser. Das heißt, ich mache hier, ich habe mir das jetzt von der Entfernung, nehme ich die kommen ja unten einmal zum Unterstützen dran. Und zwar fräse ich jetzt hier eine 10 mm Nut ein. Die mache ich 4,5 mm tief. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch 5, mal schauen. Fräse ich mir hier in die ein. Und hier in das obere mache ich dann einfach nur eine 6 mm Nut rein. Und dann kann die Schraube da genauso rein wie bei einer T-Nut. Nur halt, dass ich es separat gemacht habe. Hier wird es noch relativ einfach, da geht es nur bis hier. Hier muss ich mir überlegen, wie ich das mache, weil da brauche ich die komplette Strecke. Wenn wir das ausgerichtet haben gerade, nehmen wir uns eine von den Hülsen oder nehmen wir uns eine von den Abstandshaltern, stecken da den 6er Bohrer durch, gehen dann durch die Löcher, weil die sind bei mir auch genau 6er. Und dann können wir das da unten super markieren. Das machen wir bei dem auch. Dann haben wir die 2 Löcher schon mal markiert. Die bohren wir jetzt durch, aber ich bohre die von unten durch, nur halt so, dass gerade eben die Spitze unten rauskommt, weil ich das dann von der anderen Seite ansenke. So, jetzt habe ich den Bohrer, ich habe jetzt den 6 mm Bohrer dran und ich habe den so eingestellt, dass der gerade eben unten den Boden berührt. Das hat auch seinen Grund. Und zwar zeige ich euch das gleich. So ist es so, wenn ihr mit einem Senker erst bohrt und danach das Loch bohrt, wird das Senkloch immer sauberer, als wenn ihr das Loch schon habt. Mal schauen, ob man das da später sehen kann. Wir probieren es mal aus. Ich zeige es euch gleich anders. Also was ich euch eigentlich zeigen wollte, was bei mir nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt hier ein Brettchen, da ist jetzt ein 4 mm Loch. Die Größe vom Loch ist eigentlich egal, aber es geht darum, wenn ihr jetzt hingeht und hier ansenkt, wo kein Loch ist, also zum entweder minimale Spitze, den kleinsten Bohrer, den ihr habt, oder gar kein Loch ist optimal. Fräst ihr einen ziemlich sauberen Grat rein. Wenn ihr jetzt aber schon ein Loch drin habt, fängt der Senker an zu reißen und ihr habt immer ein unschönes Loch. Das heißt, wenn ihr vorbohrt, wird es immer schöner. Wie man das jetzt aber auch hinkriegt, wenn man vorgebohrt hat, das zeige ich euch jetzt bei unserem Brett. So, wie ihr sehen könnt, ist das Loch jetzt feiner wie das. Da sind mehr, also da hat er auch eher gefressen. Wie habe ich das Loch jetzt nachgebohrt? Also ich mache es so, dass ich halt bis zu der Stufe, die ich brauche für die Schraube, bohre ich quasi rechts rum vor. Und dann mit noch ein bisschen mehr Druck bohre ich links rum und dann wird es wieder glatt. Das passt noch nicht ganz, ich will die komplett versenkt haben. Gut, jetzt passt es. Dann nehmen wir ja noch mal ein bisschen nach. Auf jeden Fall
ist es jetzt um einiges glatter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, jetzt haben wir hier die 2 Schrauben. Die machen wir jetzt hier rein. Dann kommen unsere Führungshülsen drauf. Und dann kommt unser Anschlag dran. Den machen wir später noch fest, deswegen, weil da müssen wir ja noch die Nut machen. Deswegen ist der jetzt noch nicht fest. Habe ich vor, dann später einfach nur drauf zu kleben. Das ist nämlich von unten selbstsichernde Muttern. Jetzt dreht sich wahrscheinlich von der anderen Seite die Schraube mit. Das Ganze nochmal hier drauf. Richten es nochmal aus. Dann ziehen wir das ein bisschen vor. Dass wir auch schön festschrauben können. Der passt sogar hervorragend. Ich bin sogar noch am Strich. Da rührt sich nichts mehr. Den kann man noch nach vorne und nach hinten schieben. So ist der Plan. Dass wir den dann später einfach so drauf und fixieren. Jetzt brauchen wir noch einen Gegenhalt auf der anderen Seite. Und da gehe ich jetzt hin. Da habe ich jetzt noch einen von den anderen Klötzen genommen. Da markiere ich mir jetzt die Löcher und mache den quasi für die Gegenseite zum Draufschieben. Damit das wird zwar hier dann festgespannt, aber dann habe ich quasi einen Anschlag und der wird auch nochmal mit der Platte verbunden. Dann wird es einmal da oben gehalten, damit das hier nicht zu sehr nachgibt. Deswegen machen wir uns da noch quasi ein Gegenstück. Und das markieren wir uns jetzt. So, brauchen wir einmal die Höhe. Einmal runterdrücken. Einmal die Höhe, genau. Und jetzt brauchen wir noch den Abstand. Der Abstand sind bei mir 85. Dann markieren wir uns das und bohren da halt auch nochmal durch. Gut, die Löcher haben wir jetzt gebohrt. Die sind jetzt nicht ganz durch, aber die sind jetzt 50 mm tief. Also 5 cm tief, ungefähr. Schauen wir mal. Ja, also auf jeden Fall beide 50, das sollte ausreichen, weil so viel Platz haben wir da eh nicht mehr. Ich habe mir jetzt hier einfach noch die Mitte von genommen, hier rüber gezogen, da noch ein Achterloch gebohrt und mit einem 9,5er Metallbohrer nochmal vertieft, weil da kommt nachher dann so eine 8er Einschlaghülse rein. Und das wird dann von oben quasi festgeschraubt. Jetzt schieben wir das hier drauf. So weit wie es geht. Richten das auch wieder auf der Linie aus. Und jetzt würde ich es eigentlich mit dem Bohrer wieder markieren. Das geht aber in dem Fall nicht, weil da schon der Griff ist. Jetzt habe ich so eine Schraube, die hat hier so eine Spitze. Vielleicht geht es auch mit einer normalen Schraube. Die stecke ich jetzt da durch. Dann markiere ich mir die Stelle. Ich habe ja hier eh den Strich und dann schaue ich, dass ich genau das auf dem Strich mit dem Bohrer nochmal markiere und dann bohren wir uns das Loch noch. Gut, den haben wir jetzt schon wieder dran geschraubt. Ich habe jetzt hier noch eine Einschlaghülse reingemacht. Das Loch haben wir jetzt auch gebohrt. Also wie gesagt, einmal gebohrt. Jetzt habt ihr ja gesehen, hier habe ich jetzt erst mit einem 3 mm vorgebohrt, dann von der anderen Seite schön sauber angesenkt, bis auf meine Tiefe, die ich brauche. Und dann wiederum von der anderen Seite mit dem 8er durchgebohrt. Wie gesagt, hier habe ich noch eine Einschlaghülse reingemacht. Wie ihr die reinmacht, müsst ihr wissen. Also ich hause eigentlich in der Regel nicht rein. Ich habe sie jetzt mit dem
Schraubstock schnell reingemacht. Aber ich glaube, wie man sowas reinmacht, brauche ich euch nicht zeigen. Gut, dann kommt die Oberfräse, wie gesagt, einfach drauf. Ich habe das so, dass ich das hier, wie gesagt, ich möchte das später vielleicht nochmal einstellen. Ich lasse mir zumindest die Option. Dann schiebe ich den hier so weit drauf, wie er drauf geht. Da ist ja dann genau das Loch. Und dann kommt von der anderen Seite aus die Schraube rein. Und die könnt ihr dann natürlich entweder mit dem Akkuschrauber, ich mache es jetzt mit einem normalen Imbus, weil ich den gerade zur Hand habe. Schrauben wir da. Jetzt habe ich ihn nicht mehr zur Hand. Schrauben wir da einfach fest. Dann wird er auf zwei Seiten gehalten. Dann habe ich jetzt hier noch so einen ganz kleinen Spalt. Ich mache es jetzt einfach so. Ich ziehe die Maschine wieder komplett rüber, wenn es denn geht. Ja, gut. Kann sie hier auch nochmal fixieren mit denen. Da rührt sich da echt absolut nichts mehr. Und dann nehmen wir uns jetzt den größten Fräser, den wir haben. Das ist bei mir ein 20 mm. Den spanne ich jetzt ein. Und dann fräse ich mir dafür das Loch.